wir Business as usual weitermachen wie bisher, dann ist es langfristig einfach die teuerste Variante. Ich bin die Daniela, ich bin seit 3 Jahren bei der Strabag, bin von der Ausbildung her Bauingenieurin und bin da eben eher für die bautechnische Komponente zuständig. Mein Name ist Markus Ehrenberger, ich bin sozusagen das kaufmännische Pendant zu Daniela, bin von der Ausbildung her Betriebswirt. Genau, und wir beschäftigen uns mit Themen der Dekarbonisierung, der Kreislaufwirtschaft, erneuerbare Energien und der Lieferkette. Genau. Nachhaltigkeit und die Baubranche sind kein Widerspruch, weil beides zusammengeht. Ja, natürlich können wir als Strabag nicht alleine die Welt verändern, aber jeder ist einfach dazu angehalten, gemeinsam die Welt erstens einmal so zu hinterlassen, dass auch unsere Kinder noch eine lebenswerte Zukunft haben und andererseits auch Klimawandelfolgekosten zu vermeiden. Also der Klimawandel, der lässt sich nicht mehr aufhalten. Ja, die Frage ist nur mehr, wie stark wird er uns betreffen. Und je weniger wir tun, desto stärker wird er uns betreffen und desto stärker wird er auch uns in der Baubranche betreffen. Und man kann ergänzen ganz allgemein, neue Lösungen, innovative Lösungen sind meist zu Beginn auch teurere Lösungen als konventionelle, aber sie werden mit der Erfahrung, mit der Skalierung günstiger. Das sehen wir bei den PV-Anlagen, das sehen wir bei Batteriespeichern und genauso wird es auch bei unseren Baulösungen sein. Wir haben unsere Nachhaltigkeitsstrategie abgedatet. Wir haben besonders im Vergleich zur alten Strategie haben wir zusätzlich die sozialen Aspekte hinzugenommen und die Governance und also die Unternehmensleitungsthemen und wir haben auch das ganze Thema Dekarbonisierung noch konkretisiert. Wir haben uns wissenschaftliche Ziele gesetzt. Das heißt, wir wissen jetzt ganz konkret, wie stark müssen wir in dem Zeitrahmen 2030 und 2040 unsere CO2-Emissionen reduzieren. Und wir haben auch ganz spezifische Handlungsfelder definiert, also die Frage beantwortet, wo können wir ansetzen, damit wir so viel wie möglich CO2 reduzieren können. Das sind bei uns unter anderem die Asphaltmischanlagen, das sind unsere Baumaschinen und das ist auch unser Pkw-Fuhrpark. Und einen Punkt, den man vielleicht auch noch erwähnen muss, es geht auch sehr stark um das Thema Unabhängigkeit. Also wenn wir selber produzieren, dann werden wir auch unabhängig von fossilen Energien. Und ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen, wo alles sehr volatil ist, gerade was fossile Energieträger betrifft, ist es einfach wichtig, hier einigermaßen autark agieren zu können. Wir haben da schöne Beispiele in der Praxis gesehen in den letzten Jahren. Große Infrastrukturprojekte, wo der Bauherr wirklich gesagt hat, dieses Projekt muss zum Beispiel 50% weniger CO2 beinhalten als eine konventionelle Lösung. Und da haben sich unsere Experten, Ingenieure und Kolleginnen und Kollegen hingesetzt und da eine Lösung gefunden, die nicht nur weniger CO2 beinhaltet, sondern auch weniger Material und damit weniger Kosten. Von daher haben wir da ein schönes Zusammenspiel von Ökologie und Ökonomie an dem Beispiel gesehen. Und das ist es eben auch. Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Kostenfaktor, sondern kann eben auch zu besseren Lösungen als Standard führen. Was es allerdings auch braucht, ist Mut zur Veränderung von der Politik. Weil wenn wir nicht die Rahmenbedingungen vorfinden, das, was wir können, und wir können viel als Strabag auch umzusetzen, dann wird es halt nicht klappen. Aber wir sind positiv gestimmt, dass es klappt.